Hey Leute, heute möchte ich über ein Thema sprechen, das wirklich jeder von uns betrifft, ob wir es wollen oder nicht. Ja, es geht um die Rente. Genauer gesagt um die großzügige Durchschnittsrente von 1543 Euro, die man nach 45 Jahren harter Arbeit in Deutschland erwarten kann. Ja, ihr habt richtig gehört. 45 Jahre. Stellt euch das mal vor. Man schuftet fast ein halbes Jahrhundert, zahlt brav in die Rentenkasse ein, nur um dann mit 1543 Euro im Monat abgespeist zu werden. Klingt das für euch nach einem fairen Deal? Ganz ehrlich, bei dieser Zahl musste ich erst mal lachen. Aber nicht, weil es lustig ist, sondern weil es so absurd ist. Wie sollen Menschen mit dieser Rente ihre goldenen Jahre genießen? Spoiler, sie können es nicht. Stattdessen sitzen sie da und zählen jeden Cent, ob die Miete und die Rechnungen diesen Monat bezahlt werden können. Und wenn man dann in den Kühlschrank schaut, stellt man fest, dass sich der Wocheneinkauf eher nach „Was ist das Billigste, das ich kaufen kann?“ anfühlt. Aber halt, es gibt ja auch noch Unterschiede zwischen Ost und West, Männer und Frauen. Klar, wir wissen alle, dass das Leben in Deutschland ein großes Gesellschaftsspiel ist. Männer im Westen dürfen sich nach 45 Jahren Arbeit über stolze 1605 Euro freuen. Frauen im Osten bekommen, Trommelwirbel, 1323 Euro. Wow, so fair, oder? Ein Hoch auf die Gerechtigkeit. Das Ganze ist so weit weg von einem gerechten System, dass man fast meinen könnte, es sei eine Szene aus einem dystopischen Roman. Und was tut die Regierung? Nun, sie verspricht, das Rentenniveau bis nach 2025 auf 48% zu halten. Na, dann können wir ja alle beruhigt schlafen, oder? Bartsch von der Linken schlägt einen Inflationsausgleich von 10% vor. Aber lasst uns mal ehrlich sein, 10% von fast nichts ist immer noch fast nichts. Und dann lese ich, dass Minister und Staatssekretäre 3000 Euro Inflationsprämie kassieren. Das ist wirklich die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Wer dachte, das Leben sei gerecht, der bekommt hier die volle Breitseite der Realität. Was soll man dazu noch sagen? Vielleicht könnte man diesen tollen Vorschlag von Bartsch aufgreifen. Eine Rentenkasse für alle. Beamte, Selbstständige, Abgeordnete und Minister sollen auch endlich einzahlen. Oh, wie revolutionär. Aber mal ehrlich, glaubt jemand, dass das passiert? Unsere Politiker in den oberen Etagen wissen ja schon, wie man sich selbst absichert. Es wird immer wieder betont, dass Frauen im Alter deutlich schlechter gestellt sind als Männer. Diese sogenannte Gender Pension Gap liegt bei knapp 30%. Frauen haben also im Durchschnitt ein Drittel weniger Rente als Männer. Wieso? Na ja, weil sie häufiger in schlechter bezahlten Jobs arbeiten und mehr Care-Arbeit übernehmen. Aber hey, das ist wohl nur ein kleiner Preis für all die Freiheit und Selbstverwirklichung, die uns unsere moderne Gesellschaft verspricht. Ich frage mich wirklich, wie wir an diesem Punkt gelandet sind. Eine Rente, die nach einem Leben voller Arbeit nicht mal ausreicht, um über die Runden zu kommen, und ein System, das Unterschiede zementiert, anstatt sie abzubauen. Und währenddessen wird oben weiter munter gefeiert, als gäbe es keinen Morgen. Versteht mich nicht falsch, ich bin der Letzte, der gegen ein gutes Leben für alle ist. Aber wenn ich sehe, wie das Geld verteilt wird, könnte ich wirklich nur noch den Kopf schütteln. Es ist, als würde man den Menschen ins Gesicht lachen und sagen, ihr habt ein tolles Leben, wenn ihr es schafft, euch zwischen Essen und Heizen zu entscheiden. Und dann kommt immer das Argument, aber wir haben doch ein gutes Sozialsystem. Klar, aber was ist ein gutes Sozialsystem wert, wenn die Menschen, die es am meisten brauchen, kaum davon profitieren? Es ist, als ob man einem Ertrinkenden einen Anker zuwirft und sagt, halt dich fest. Wir müssen uns fragen, was ist uns wirklich wichtig? Ein Leben in Würde, auch im Alter, oder ein paar hübsche Zahlen auf einem Papier, die schön aussehen, aber keinen echten Wert haben. Ich hoffe wirklich, dass dieser Wahnsinn bald ein Ende hat, dass wir ein Rentensystem bekommen, das diesen Namen auch verdient. Eines, das den Menschen ermöglicht, ihre Rente wirklich zu genießen, anstatt sich ständig Sorgen machen zu müssen. Also, lasst uns nicht länger die Augen verschließen.
1543 € sind ein Witz und das System, das dahinter steht, ist es auch. Aber hey, wer braucht schon eine gerechte Rente, wenn man stattdessen großartige Politiker hat, die wissen, wie man Geld richtig investiert? Natürlich nicht in euch, sondern in sich selbst. Schaut euch zum Beispiel unseren Arbeitsminister Hubertus Heil an. Der Mann weiß, wie man Steuergelder richtig einsetzt. Satte 8 Millionen € will er in die Hand nehmen. Nicht etwa, um eure Renten zu erhöhen, sondern um sich auf Social Media von seiner besten Seite zu präsentieren. Denn nichts sagt mehr bürgernah als ein paar coole Posts und gut inszenierte Fotos, oder? Und dann wäre da noch unser Lieblingsgrüner Robert Habeck. Auch er spart nicht, wenn es darum geht, online richtig gut auszusehen. 800.000 € will er dafür ausgeben, dass wir alle sehen können, wie toll er ist. Denn nichts ist wichtiger als das Image, wenn man als Politiker so richtig glänzen will. Und wer weiß, vielleicht fühlen sich die Rentner dann ja auch ein bisschen besser, wenn sie wissen, dass ihre Minister so sympathisch rüberkommen. Ich bin Rentner. Ich habe auch eine Frage jetzt dazu. Es ist eine Rentenerhöhung geplant, ich glaube von 4,3%. Aber aufgrund des hohen Inflationswertes ist der Kaufkraftverlust ja auch sehr dramatisch. Meine Frage ist jetzt, was plant die Bundesregierung, um diesen Kaufkraftverlust für die Rentner entsprechend auszugleichen? Zum Beispiel gab es ja jetzt bei den Gewerkschaften eine steuerfreie Einmalzahlung von 3.000 €. Gibt es was Ähnliches von Ihnen? Naja, rechnen Sie mal die Zahl der Millionen Rentner mal 3.000 €, dann setzen Sie sich ganz langsam hin. Also, oder besser, Sie machen das, bevor Sie gerechnet haben, dass Sie sich schon hinsetzen. Im Übrigen finde ich völlig gut, dass Sie das fragen. Ich habe neulich bei einem großen Betrieb mit Auszubildenden gesprochen. Da fragte mich eine 20-Jährige, wie es mit der Rente ist. Nachdem ich mich davon erholt hatte, habe ich eine Antwort gegeben. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Gehen Sie noch selbst tanken? Wissen Sie, wo so der Benzinpreis, super zum Beispiel? Also ich gehe nicht selbst tanken. Ich darf nämlich in Wahrheit gar nicht, oder ich darf schon, aber ich richte mich nach der Empfehlung aus Sicherheitsgründen, nicht selbst mein Auto zu fahren. Und das ist auch eines, das ich auch nur schwer bewegen könnte, weil es auch ganz besonders schwer ist. Aber wissen Sie ungefähr, wo der Benzinpreis hier in Berlin? Nicht ganz konkret immer, wo die Benzinpreise sind, weil ich ja nicht jeden Tag darauf gucke. Und ich habe ja auch ein ganz ordentliches Einkommen. Deshalb gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jetzt immer auf den letzten, die also ganz genau bei jedem Preis hingucken. Also da könnte ich Ihnen auch nicht viele Preise konkret sagen. Lasst ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren.